als sonst scheint. Der Protagonist ist ein blonder Junge mit einer hellhäutigen Haut, der ein gelbes Shirt, eine blaue kurze Hose und einen roten Rucksack auf dem Rücken trägt. Er unterhält sich mit ein paar der Zwerge. Klappentext. Endlich wieder ein Bilderbuch von Patterson und Findus Erfinder Sven Nordqvist. In seinem unverwechselbaren, einzigartigen Stil erzählt er diesmal die Geschichte eines kleinen Jungen auf seinem abenteuerlichen Weg nach Hause. Die detailreichen und humorvollen Illustrationen laden dabei Groß und Klein zum Entdecken, Staunen und immer wieder Angucken ein. Poetisch und berührend erzählt, lässt dieses Buch große und kleine Schwedenherzen höher schlagen. Rezension. So wunderschön. Die Zeichnungen bzw. Gemälde sind mit so viel Liebe kreiert worden, was mich als Kreativperson selbst wärmt. Außerdem sind auf manchen Seiten teilweise ganze Wimmelbilder, so viele Details. Ich könnte stundenlang drauf starren und danach trotzdem das Gefühl haben, ich hätte etwas übersehen. Die Idee mit dem Rucksack ist auch sehr super. Zwar nicht unbedingt was Neues, aber dafür nicht weniger unterhaltsam. Schließlich weißt du nicht immer, was der Junge als nächstes vom Rucksack bekommt oder wie es ihm aus der Patsche hilft. Und es funktioniert als Handlungsidee. Genial auch, dass Sven nicht am Ende preisgibt, wie der Junge überhaupt an den Ort gekommen ist. War es ein Traum? Aber wie ist er dann an den Rucksack gekommen? Das gibt guten Gesprächsstoff für nachher, muntert die Kinder nicht nur auf, es noch einmal zu lesen, sondern auch Theorien auszudenken. Und kreatives Denken sollte schließlich schon im frühen Alter gefördert werden. Dadurch, dass der Protagonist durchgefühlt die ganze Welt reist, auch wenn es eine Fantasy-Welt ist, oder ist es das, trifft er auf verschiedene Kulturen, die sicherlich von unseren inspiriert wurden, aus der Gegenwart sowie Vergangenheit. Vielleicht macht es das ein oder andere Kind neugierig und bestimmt eure nächste Urlaubsreise. Gerade für Leute, ob jung oder alt, klein oder groß, die mit Patterson und Findus aufgewachsen sind, sollten auch dieses Buch wenigstens durchblättern. Abenteuerlich, spaßig und der Zeichenstil verleiht Nostalgie. Die Geschichte an sich mag nichts Legendäres oder Neues sein, aber die Bilder sind es definitiv wert. Glaubt mir, ihr könnt euch total verirren in manchen Seiten, genau wie unser Protagonist. Den Text an sich hatte ich in ungefähr 5 Minuten durch, aber auf die Bilder habe ich locker eine Stunde gestarrt. Und war auf der Suche nach Easter Eggs. Hey, ich finde, der eine U-Boot-Fahrer sieht ein bisschen wie Patterson aus. Vielen lieben Dank an den Verlag Oedinger, mir ein Rezensionsexemplar zuzuschicken. Hat mich sehr gefreut. Gerade weil die meisten anderen in der Leserunde sich als Elternteil mit ihren Kindern beworben haben, habe ich es für mein eigenes inneres Kind gelesen. Wenn mich meine kleinen Cousins aber mal wieder besuchen oder ich sie, zeige ich ihnen das Buch ganz bestimmt. Fertig gelesen habe ich es am 25. November 2023. Insgesamt 5 Sterne von mir. PS, wenn du mich in meiner Arbeit unterstützen willst, kannst du das auf Ko-fi tun. Vielen Dank an meine bisherigen Supporter. Ebenfalls habe ich einen Discord-Server sowie Newsletter. Schau vorbei, wenn du nichts mehr von mir verpassen willst. So, das war's mit der heutigen Folge. Wir sehen uns bei der nächsten. Tschüssi.